Stell dir vor, du bist über 70 und gehst viel. Täglich durch den Park, zum Supermarkt, durchs Haus. Du bist in Bewegung. Also ist alles gut, oder? Gehen hält dich in Bewegung, aber es baut keine Muskeln auf. Und genau das wird nach dem 70. Lebensjahr entscheidend. Ab diesem Alter beginnt dein Körper auf natürliche Weise Muskelmasse zu verlieren. Doch wie schnell das geschieht, hängt davon ab, ob du etwas dagegen tust. Und hier reicht Spazierengehen einfach nicht aus. Denk an einfache Alltagssituationen. Kannst du noch mühelos vom Stuhl aufstehen, ohne die Hände zu benutzen? Eine volle Einkaufstasche tragen, ohne dass sie dir zu schwer wird? Ein Glas öffnen, ohne dass dir die Kraft fehlt? Wenn das schwerer wird, liegt es nicht nur am Alter. Es liegt daran, dass die Muskeln nicht mehr gefordert werden. Ich erinnere mich an Dieter, 80 Jahre alt. Er ging jeden Tag seine Runde durch die Nachbarschaft. Doch eines Tages merkte er, die Kiste mit Mineralwasser war plötzlich zu schwer. Und beim Aufstehen vom Sofa musste er sich immer öfter abstützen. Sein Arzt sagte ihm offen, geh nicht weniger, aber tu mehr als nur gehen. Also begann Dieter mit einfachen Übungen. Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht, Heben kleiner Wasserflaschen, Dehnungen an der Wand. Nach wenigen Wochen spürte er den Unterschied. Mehr Energie, mehr Stabilität, mehr Selbstvertrauen. Das Entscheidende beim Krafttraining. Es muss nicht schwer oder schmerzhaft sein. Es muss nur regelmäßig sein und deinen Körper fordern, ohne ihn zu überfordern. Denn mit jeder kleinen Herausforderung sagst du deinem Körper, ich brauche dich noch. Und dein Körper antwortet mit neuer Kraft. Wenn du also bisher nur gehst, fang heute an, zusätzlich Kraft zu trainieren. Nicht für die Muskeln allein, sondern für deine Freiheit. Bereit für den nächsten Bereich? Gehen hält dich in Bewegung, aber Gleichgewicht hält dich auf den Beinen. Viele merken erst, wie wichtig Balance ist, wenn sie das erste Mal fast gestürzt wären. Ein falscher Tritt, eine kleine Unebenheit und plötzlich fehlt der Halt. Nach dem 70. Lebensjahr ist Sturzprävention keine Vorsichtsmaßnahme. Sie ist überlebenswichtig. Gleichgewicht ist kein Selbstläufer. Es schwindet, leise, Stück für Stück, wenn du es nicht gezielt trainierst. Stell dir vor, Eduard, 76. Er ging täglich spazieren, fühlte sich sicher. Doch eines Tages rutschte er beim Absteigen von der Bordsteinkante leicht ab. Kein Sturz, aber ein Moment, der ihn erschütterte. Zum ersten Mal spürte er, ich bin nicht mehr so stabil wie früher. Sein Arzt gab ihm einfache Übungen. Auf einem Bein stehen, Gewicht langsam von links nach rechts verlagern, mit geschlossenen Augen aufrecht bleiben. Eduard machte es jeden Tag, nur 5 Minuten. Doch in wenigen Wochen spürte er den Unterschied. Sein Schritt wurde fester, sein Körper ruhiger, sein Vertrauen zurück. Warum das wichtig ist? Wer das Gleichgewicht verliert, verliert oft mehr als nur Standfestigkeit. Er verliert Sicherheit, Freiheit, Selbstvertrauen. Teste dich. Kannst du 10 Sekunden ruhig auf einem Bein stehen, ohne dich festzuhalten? Wenn ja, großartig. Wenn nicht, ist jetzt der perfekte Moment zu beginnen. Denn Balance ist wie ein innerer Kompass. Je besser du sie spürst, desto sicherer bewegst du dich durch den Alltag. Gehen hält die Beine in Bewegung, aber Beweglichkeit hält dein Leben in Fluss. Nach dem 70. Lebensjahr verlieren viele Menschen ihre Flexibilität. Nicht plötzlich, sondern ganz allmählich. Ein Ziehen beim Bücken, ein Steifheitsgefühl morgens im Rücken oder das Gefühl, dass das Drehen des Kopfes eingeschränkter ist als früher. Beweglichkeit ist nicht Luxus, sie ist Alltag. Wenn du die Schuhe zubindest, wenn du dich im Bett umdrehst, wenn du die Jacke anziehst, wenn du dich nach etwas beugst. Und genau hier beginnt oft der Verlust der Selbstständigkeit. Stell dir vor, Walter, 78, er ging jeden Tag spazieren, aber morgens fühlte er sich steif. Beim Aufstehen aus dem Bett, jede Bewegung war zäh. Er konnte kaum mehr ohne Mühe den Boden erreichen. Sein Arzt erklärte ihm, Gehen allein reicht nicht. Deine Gelenke wollen bewegt werden, in alle Richtungen. Walter begann mit kleinen Übungen, langsame Dehnungen, Schulterkreisen, Knie sanft zur Brust ziehen, Gelenkrotation im Sitzen. Nach ein paar Wochen änderte sich alles. Er fühlte sich freier, sein Gang wurde flüssiger. Er begann wieder, sich mit Freude zu bewegen. Wichtig zu wissen,
Flexibilität geht nicht über Nacht verloren, aber sie kommt auch nicht von allein zurück. Tägliche Mobilitätsübungen dauern nur ein paar Minuten, aber sie geben dir Jahre voller Bewegungsfreiheit zurück. Teste dich. Dreh deinen Kopf langsam nach links und rechts. Fühlt es sich leicht an? Oder ist da eine Spannung, ein Ziehen? Wenn du es merkst, ist das kein Problem. Es ist ein Signal, ein leiser Hinweis. Mach etwas für mich. Denn wer beweglich bleibt, bleibt unabhängig. Und wer sich frei bewegen kann, fühlt sich lebendig, ganz gleich, was im Kalender steht. Deine Beine bringen dich voran, aber dein Rumpf hält dich aufrecht. Viele glauben, dass eine starke Körpermitte nur fürs Aussehen wichtig ist. Aber in Wahrheit entscheidet sie über deine Haltung, dein Gleichgewicht und ob du mit Leichtigkeit gehst oder mit Schmerz. Nach dem 70. Lebensjahr verändert sich der Körper. Die Schultern sacken nach vorn, der Rücken beginnt sich zu krümmen, der Gang wird instabil und oft ist die Ursache nicht in den Beinen, sondern in der geschwächten Mitte. Stell dir vor, Harald, 75. Früher ging er viel spazieren, doch mit der Zeit merkte er, sein Rücken schmerzt. Sein Gang wurde gebeugt. Er wirkte kleiner, älter. Sein Arzt sagte ihm, deine Bauchmuskeln und dein unterer Rücken sind zu schwach. Sie tragen nicht mehr mit und darum trägt dein Skelett allein. Harald begann mit einfachen Übungen. Becken kippen im Sitzen, an der Wand aufrecht stehen, Bauchmuskeln aktivieren beim Ausatmen. Nach wenigen Wochen änderte sich seine Haltung. Er stand gerader, der Rücken entspannte sich. Er fühlte sich stabil. Die Körpermitte ist mehr als Muskeln. Sie ist dein inneres Korsett. Sie schützt deine Wirbelsäule. Sie gibt dir Haltung. Sie verhindert Stürze. Und sie beeinflusst sogar deine Atmung und deine Verdauung. Teste dich. Lehne dich an eine Wand. Mit Hinterkopf, Schultern und Gesäß. Kannst du in dieser Haltung normal atmen? Oder fühlt es sich ungewohnt, anstrengend an? Wenn es schwerfällt, ist es Zeit, deine Mitte zu stärken. Nicht mit schweren Gewichten, sondern mit gezielter Aufmerksamkeit. Denn ein starker Rumpf macht dich nicht nur stabil, er richtet dich innerlich auf und schenkt dir Würde in jeder Bewegung. Du bewegst dich, du gehst jeden Tag, aber trotzdem, die Knie schmerzen, die Hüfte zieht, der Rücken ist morgens steif. Viele denken dann, das ist eben das Alter. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich kann zu viel Gehen, ohne Ausgleich, deine Gelenke belasten. Warum? Weil du immer wieder die gleichen Bewegungsmuster nutzt. Gleiches Tempo, gleicher Untergrund, gleiche Gelenke, ohne Pause. Mit der Zeit, der Knorpel nutzt sich ab. Die Gelenkflüssigkeit nimmt ab. Und jeder Schritt fühlt sich schwerer an. Stell dir vor, Raimund, 77. Er ging jeden Morgen 2 Runden durch den Park. Doch plötzlich ziehen in den Knien. Sein unterer Rücken meldet sich. Und die Spaziergänge, die ihm früher Freude machten, wurden zur Belastung. Sein Arzt sagte, geh weiter, aber nicht nur. Du brauchst Abwechslung, sanfte Bewegung, Schutz für deine Gelenke. Also begann Raimund mit Schwimmen, Radfahren, Tai Chi im Gemeindezentrum. Nach wenigen Wochen weniger Schmerz, mehr Beweglichkeit und wieder Lust auf Bewegung. Der Schlüssel liegt in der Abwechslung, Wasserübungen, Radfahren auf flachem Gelände, langsame, fließende Bewegungen wie Tai Chi oder einfache Dehnübungen im Sitzen. Diese Bewegungen fördern die Durchblutung, schmieren die Gelenke und stärken die umliegenden Muskeln, dann ohne Druck. Teste dich selbst, setz dich auf einen Stuhl und steh langsam auf, ohne dich abzustützen. Achte auf deine Knie, deine Hüften. Bewegen sie sich leicht oder sind sie steif? Wenn es schwer fällt, ist das kein Urteil, sondern ein Signal. Achte mehr auf mich. Deine Gelenke sind wie feine Zahnräder. Wenn du sie pflegst, laufen sie leise, stark, geschmeidig. Wenn du sie überlastest, blockieren sie. Der Wechsel von viel Gehen zu bewusster, gelenkschonender Bewegung macht den Unterschied zwischen Schmerzen und einem Körper, der dich gern trägt. Du hast 5 Wege kennengelernt. 5 klare Impulse, warum Gehen allein nicht mehr ausreicht und was dein Körper jetzt wirklich braucht. Denn nach 70 geht es nicht mehr nur darum, in Bewegung zu bleiben. Es geht darum, wie du dich bewegst. Stärke deine Muskeln,
damit du dich selbst durchs Leben tragen kannst. Trainiere deinen Gleichgewichtssinn, damit du sicher bleibst, wenn es wackelt. Bewahre deine Beweglichkeit, damit dein Alltag leicht bleibt. Aktiviere deine Körpermitte, damit du aufrecht und stabil durchs Leben gehst. Schütze deine Gelenke, damit dich jeder Schritt stärkt und nicht ermüdet. Und das Beste ist, es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Schon ein paar Minuten am Tag verändern viel. Ein bewusster Atemzug, eine einfache Übung, eine Entscheidung, heute etwas für dich zu tun. Denn wahre Gesundheit ist nicht laut. Sie zeigt sich leise. Wenn du morgens leichter aufstehst, wenn du dich wieder sicher fühlst, wenn dein Körper sagt, ich bin da und ich halte dich. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Wenn es Ihnen geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, zum Nachdenken angeregt hat oder einfach innerlich berührt hat, teilen Sie es gern mit einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt. Und wenn Sie mehr Inhalte wie diese sehen möchten, hinterlassen Sie ein Gefällt mir, einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Ihre Unterstützung hilft uns, zu wachsen und Videos zu gestalten, die wirklich etwas bewirken. Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Gedanke aus diesem Video war für Sie besonders bedeutend? Sie haben noch Zeit. Zeit, um zu wachsen. Zeit, um sich zu verbinden. Zeit, um bewusst, klar und würdevoll zu leben.